Was sich allerdings in zivilisierten Gesellschaften etabliert hat, das sind Rechtsordnungen von Staaten, die diese aus ordnungspolitischen Gründen installiert haben und die auf eine Verletzung ihrer Normen mit Macht und Gewalt reagieren, sobald sie irgendein Vergehen nach ihrer eigenen Rechtslogik beweisen können. Die praktischen Vorteile eines höheren Prinzips der Rechtsordnung liegen auf der Hand. Die Frage ist nur, ob die dabei beanspruchte Gerechtigkeit nicht vielmehr erschlichen ist, weil es beim schönen Schein und dem bloßen Anspruch bleibt, so dass trotz der Prämisse, dass alle Menschen gleich geboren sind, weiterhin Sklaverei betrieben wird. Die Verteidiger der alten Ordnung fahren schwere Geschütze auf, um die Kritik an einer universalistischen Logik zu diffamieren. Alain Finkielkraut hält die postmodernen Ansichten für ein Grundübel unserer Zeit, das eine Niederlage des Denkens nach sich zieht, nur weil eine universalistische Logik prinzipiell abgelehnt wird. Lyotard leugnet zwar den Irrationalismus-Vorwurf seiner Gegner, aber eigentlich hat er dafür keinen guten Grund. Ein Zustand jenseits der Sprache, den er als das Undarstellbare bezeichnet, ist nun einmal irrational. Zumindest solange immer noch von einer Rationalität die Rede ist. Und niemand, der argumentiert und begründen will, schwört jeglicher Rationalität ab. Aber das heißt nun aber auch nicht, dass Irrationalität nicht auch vernünftig sein kann. Wird der Vergleich zu einer Universallogik hinfällig, weil nichts an sich existiert und jeder Gegenstand immer nur in Relation zu einer bestimmten Voraussetzung gesehen werden kann, dann ist etwas darstellbar, wenn eine Darstellung einen bestimmten Zweck erfüllt. So gesehen ist auch jeder Subjektivismus irrational, weil er nicht logisch allgemeingültig ist. Was aber nicht heißt, dass subjektive Willkür nicht auch vernünftig sein kann. Nichts ist an sich rückständig, verwirrt, primitiv oder unterentwickelt. Jedem steht es frei, eine eigene Auffassung von der Bedeutung dieser Begriffe zu haben. Es gibt keinen Obskurantismus, in den zwingend Licht gebracht werden muss. Aber man kann auch etwas für Unsinn halten, wenn man glaubt, dass jemand sich selbst widerspricht. Deshalb muss ich aber wiederum niemanden zwingen, sich widerspruchsfrei zu verhalten. Für einen Vorrang der logischen Allgemeingültigkeit vor dem Prinzip der subjektiven Anerkennung gibt es keinen vernünftigen Grund. Was aber nicht heißt, dass eine stringente Folgerichtigkeit im Denken kein Gebot vernünftiger Kommunikation ist. Und zudem besteht ja gar keine Pflicht, pausenlos zu kommunizieren. Besonders dann, wenn jemand zu oft nicht mehr wissen will, was er oder sie vor 5 Minuten gesagt hat. Die logische Inkommensurabilität ist sozusagen die Letztbegründung schlechthin, das Ende der Fahnenstange aller objektivistischen Erkenntnisbestrebungen. Sollte an der Erzählung, dass sich das bessere Argument am Ende durchsetzt, wirklich etwas dran sein, dann ist die Inkommensurabilität der Prüfstein dafür. Alle Logik, alle Rationalität und Vernunft, alle Wahrheit, jedes Wissen und Erkennen hängt an der Vergleichbarkeit der Dinge. Eine solche Vergleichbarkeit ist nicht so einfach gegeben. Sie bedarf eines Urteils von jemandem und erfordert ein gemeinsames Maß, das als Kriterium des Vergleichs dient. Geld ist das typische gemeinsame Maß, über das Dinge ökonomisch miteinander vergleichbar gemacht werden. Es ist ein gemeinsamer Wert, der für 2 Verhandlungspartner einen Tauschhandel ermöglicht,
in dem der Preis für ein Angebot aus verschiedenen Gründen als akzeptabel betrachtet wird. Wort und Sache sind logisch nicht miteinander vergleichbar, weil es für beides keine einfach so vorhandene gemeinsame Ebene gibt. Ein Wort ist grundsätzlich etwas anderes als ein Gegenstand, eine Sache oder ein Ding. Es bedarf einer Vermittlung, wodurch die totale Verschiedenheit in eine Vergleichbarkeit verwandelt werden kann. Diese Differenzierung zwischen Wort und Sache, zwischen Zeichen und Bezeichnetem, ist erst im 19. Jahrhundert durch eine nähere Beschäftigung mit der Sprache zu einem philosophischen Thema geworden. Von der Kritik der Nominalisten an den Allgemeinbegriffen einmal abgesehen. Rationalisten, Realisten und Empiristen waren oder sind noch immer der Meinung, dass es keiner solchen Vermittlung bedarf, weil sich die Bezeichnung einer Sache mit der Sache selbst durch eine unmittelbare Erfahrung der Dinge rechtfertigen lässt. Schon bei Kant dienen a priori, also von vornherein vorhandene Kategorien und feststehende Begriffe dazu, Wort und Sache in einer Synthese zu vereinen. Kant sieht in der Anwendung der Kategorien keinerlei Problem. Hegel dagegen stellt sich die Frage, wie es sich vermeiden lässt, dass irgendwelche Kategorien auf irgendwelche Dinge willkürlich und ohne Not angewendet werden. Er verdeutlicht damit ein prinzipielles Erkenntnisproblem, das in der Inkommensurabilität zwischen Wort und Sache besteht, die Hegel aber glaubt, dialektisch überwinden zu können. Bei Lyotard wird die Frage des Undarstellbaren zur einzigen, die im kommenden Jahrhundert, also diesem unseren, den Einsatz von Denken und Leben lohnt. Deutlicher kann man nicht sagen, wie wichtig diese Sache für ihn ist. Lyotard ist nicht der Erste, der eine grundsätzliche Inkommensurabilität thematisiert. Als das Unsagbare war es bereits Gegenstand der 10 Gebote im sogenannten Bilderverbot in Paragraph 1. Du sollst dir kein Bildnis machen von mir, deinem Gott und so weiter. Auch bei den Mystikern und nominalistischen Sprachkritikern war sie ein Thema. Sogar die Mathematiker haben einen Begriff von Inkommensurabilität. Lyotard will das Inkommensurable aufs Neue in sein Recht einsetzen, so als hätte es ein solches Recht jemals schon gegeben. Bedauerlich ist auch, dass er von einem Inkommensurablen an sich spricht und damit auf die moderne Idee einer universalen Wahrheit rekurriert. Er nimmt dabei einen allen Menschen gemeinsamen Verstand an, der die prinzipielle Unvergleichbarkeit von Wort und Sache als Erkenntnis begreifen kann und begreifen muss. Es ist also nicht wirklich klar, wen Lyotard damit meint, wenn er eine Ausrichtung der Philosophie auf das Undarstellbare fordert. Anscheinend existiert für ihn so etwas wie die Philosophie, wo doch postmodern immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es die Wahrheit, das Wissen, den Menschen und so weiter nicht gibt. Wenn Lyotard dazu auffordert, den Widerstreit ausfindig zu machen, dann basiert seine Aufforderung auf seiner Einsicht, dass Wort und Sache sich nicht auf derselben logischen Ebene befinden und deshalb nicht logisch von einem auf das andere geschlossen werden kann. Für Lyotard wird dadurch so etwas wie eine Initialzündung für das Denken ausgelöst. Für Lyotard ist das Denken überhaupt das Denken eines Undarstellbaren. Das entspricht ganz der Auffassung Adornos, für den die Philosophie ihr wahres Interesse beim begriffslosen Einzelnen hat.
Bei Lyotard reicht auch schon der bloße Hinweis auf das Undarstellbare aus, weil es sich ja nicht darstellen lässt und deshalb auch nicht gedacht werden kann. Die Hirnlosigkeit des Positivismus hat zu einer Erschlaffung der allgemeinen Theorie geführt und dagegen gilt es, die Erfahrung des Unstrukturierten wachzuhalten, was wiederum dadurch geschieht, dass man sozusagen alttestamentarisch Zeugnis ablegt vom Widerstreit, so Lyotard. Die Widerstreite sollen ausgetragen und nicht übergangen werden. Der Philosoph soll für die Differenzen eintreten als Hüter und Wächter der Inkommensurabilität. Es gilt, eine besondere Fähigkeit auszubilden, nämlich die, das Inkommensurable zu ertragen. Lyotard will die Leidensfähigkeit der Menschen stärken, damit sie den Verlust eingebildeter Harmonien besser verkraften. Was Buddhisten und Hinduisten und sonstigen schicksalsgläubigen Fraktionen sehr wohl ins Konzept passen dürfte. Zu einem solchen Pessimismus besteht aber kein Anlass. Lyotard hat zwar durchaus recht mit seiner Behauptung, dass es keinen legitimen Übergang von Sätzen der wissenschaftlichen Beschreibung zu Sätzen der ethisch normierenden Vorschreibung gibt, aber das trifft nur in Bezug auf eine objektivistische Logik zu. Da gibt es keinen logischen Übergang. Logisch gibt es überhaupt keinen Übergang von was auch immer zu was auch immer, weil die Dinge als unvergleichbare Einzelne von Haus aus keine Gemeinsamkeit mit irgendetwas haben. Genau genommen gibt es nicht einmal einzelne Dinge, weil auch die Einzelheit ein Urteil erfordert, in dem abgegrenzt wird. Es gibt auch keinerlei Eigenschaften, die einem Ding selbst immanent wären. Alle Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, Analogien, Differenzen müssen erst geschaffen werden. Und sie werden geschaffen, weil jemand damit ein Interesse verbindet oder einen Zweck verfolgt. Lyotard unterscheidet nicht zwischen logischer Rechtfertigung und ethischer Legitimität. In ethischer Hinsicht kann es durchaus legitim sein, verschiedene Dinge unter einer gemeinsamen Norm zusammenzufassen. In der Rechtsprechung ist das ein tägliches Geschäft. Wie sich überhaupt Normen, juristische oder ethische legitimieren, ist wieder eine andere Frage, die hier nicht in vollem Umfang behandelt werden kann. Auch dass Lyotards Legitimierungsversuche unzureichend sind, will ich hier nur kurz erwähnen. Sie ergeben sich aus seiner Verabsolutierung der Inkommensurabilität. Lyotard sagt, dass ein Widerstreit dann vorliegt, wenn ein Konflikt nicht behoben werden kann, weil eine Urteilsregel fehlt. Diese Urteilsregel fehlt aber nur in rein rational-logischer Hinsicht, nicht in Bezug auf anerkannte ethische Normen. Eine Gemeinschaft, die nicht durch Gewalt zusammengehalten wird, dürfte wohl kaum umhin kommen, sich irgendwelche Regeln und Normen zu geben. Lyotard sagt auch, dass in Begriffen wie Subjekt, Wirklichkeit, Zweckmäßigkeit der Widerstreit nur kaschiert wird. Das ist auch für ein Subjekt an sich, eine Wirklichkeit an sich durchaus zutreffend, aber nicht für das unvergleichbare Individuum und seine subjektive Wirklichkeit. Sobald der Absolutismus von an sich Zuständen abgeschafft ist, kann jedes einzelne Subjekt aus eigenem Ermessen etwas als wirklich oder zweckmäßig bezeichnen, weil es selbst entscheidet, was ihm nützt, ihm wichtig oder sinnvoll ist und was nicht. Ein Rundum-Widerstreit, der keinerlei Vergleichbarkeit zulässt, auch wenn eine solche praktisch sinnvoll ist,
schießt aber über das Ziel hinaus und verwandelt sich selbst in einen Terror, der dadurch, dass man ihn zur wichtigsten Aufgabe des 21. Jahrhunderts erklärt, nur noch schlimmer wird. Lyotards Konfliktfälle werden notwendigerweise ungerecht entschieden, weil er trotz entgegenlautender Behauptung selbst eine undifferenzierte Allgemeingültigkeit zum Maßstab nimmt, weil nicht zwischen logischer und ethischer Verallgemeinerbarkeit unterschieden wird. Handelt es sich nämlich um zwei Subjekte, die nicht einer Meinung sind, dann hat erst einmal keines von beiden in einem logischen Sinn Recht, und das bis in alle Ewigkeit. Beide haben das gleiche Recht oder eben kein Recht, wenn man so will. Und soll im Konfliktfall nicht die nackte Gewalt, wie es so schön heißt, entscheiden, dann bedarf es aus rein praktischen Gründen der Vernunft einer dritten Instanz, die als Norm die Kriterien zur Entscheidung bereitstellt. Lyotard akzeptiert aber überhaupt keine solche Norm als höhere Instanz. Er kritisiert an Habermas, dass der zwischen differenten, inkommensurablen Diskursen wie Wissenschaft, Politik und Ethik eine Brücke schlagen will. Unmöglich ist das aber nur durch die Verpflichtung all dieser Bereiche auf eine gemeinsame Logik. Logisch sind Wissenschaft, Ethik und Politik miteinander inkommensurabel, aber nicht, wenn sowohl die Wissenschaft wie auch die Politik als normgebende Instanzen und damit als Teil der Ethik betrachtet werden. Eine gemeinsame Ordnung lässt sich überhaupt nur ethisch legitimieren, es sei denn, man lehnt überhaupt jede Ordnung ab, aber das ist wohl indiskutabel. Geht es nicht um Logik, sondern um Interessen, dann sind diese Interessen unter einem ethischen Gesichtspunkt durchaus vergleichbar, können be- und verurteilt werden. Im Prinzip war dieser Gedanke schon in der Moderne angelegt, allerdings sehr widersprüchlich, weil in vieler Hinsicht geglaubt wurde, dass man es mit interesselosen, zweckfreien Tatsachen zu tun hat, die gegen jeden ethischen Einwand immun sind. Durch die Ausschaltung des Subjekts durch Lyotard kommt es nun im Widerstreit, Seite 33 folgende, zu der wundersamen Begebenheit, dass der Widerstreit selbst verlangt, gesetzt zu werden. Und dieses Verlangen ist im Widerstreit auch noch an sich immanent. Und damit nicht genug. Dieses Verlangen leidet auch unter dem Unrecht, nicht sofort gesetzt zu werden. Dadurch erhält Lyotards Forderung der Differenz, dem Widerstreit, der Inkommensurabilität gegenüber sensibler zu sein, ein völlig anderes Gesicht. Es geht nicht mehr darum, ein konkretes, lebendes, individuelles Subjekt vor den Übergriffen einer willkürlichen Allgemeinheit zu schützen, sondern darum, einen weiteren objektivistischen Popanz mit dem Namen Differenz ins Leben zu rufen, der zum an sich marginalisierten, unterdrückten, verdrängten, nicht Verstandenem erklärt wird, und zwar als Tatsache. Man hat es mit demselben ideologischen Unsinn zu tun, der schon die Aufklärung ihre Kinder hat fressen lassen. Es wird wieder eine vom Subjekt unabhängige, höhere Vernunft postuliert, der sich alle zu unterwerfen haben. Es spielt keine Rolle, ob tatsächlich jemand imstande ist, die logische Begründung der Unvergleichbarkeit zu begreifen. Lyotards Inkommensurabilität existiert auch, wenn niemand versteht, was das sein soll. Mir selbst ist die prinzipielle logische Unvereinbarkeit von Individuen kein Geheimnis, aber deshalb werde ich nicht von jedem anderen verlangen, es gleichermaßen begreifen zu können oder zu wollen.
so wie man auch nicht von jedermann, jeder Frau verlangen kann, einen Doktor in Astrophysik zu machen. Es genügt also nicht, das Nichtgelingen einer Vermittlung von Wort und Sache festzustellen. Man muss auch klar machen, dass dabei nur von einer rein logischen Vermittlung die Rede sein kann. Eine solche ist unmöglich, nicht aber generell jede Art von Vermittlung überhaupt.